Heute stellen wir uns mit unserer neuen H0E-Anlage einem Stresstest. Das bedeutet, wir fahren mit allen möglichen Zügen und Camotion-LKWs und das teilweise gleichzeitig. Und bist du deppert, was da alles an Problemen auftaucht, die noch gelöst werden müssen, das ist schon der Hammer. Willkommen bei der MOBA-Manufaktur. Wir wollen selbstverständlich eine Anlage, die möglichst einfachen und noch viel wichtiger, stabilen Fahrbetrieb ermöglicht. Dazu müssen wir natürlich ausreichend viele Testfahrten machen, um möglichst alle Fehler und Probleme zu finden. Zum einen auf der Straße mit dem Camotion-System, zum anderen auch auf dem Gleis mit allen unseren Lokomotiven und Wagen. Damit auch ein gewisser Parallelbetrieb möglich ist, installieren wir noch auf die Schnelle eine Digitalzentrale. Passend zum anstehenden Vatertag in Deutschland und etwas später bei uns in Österreich zeige ich euch heute die ultimative Geschenksidee, den Präzisions-Akku-Schraubendreher Fantic E2 Ultra. Dieser kommt in der hochwertigen Alubox mit Push-Effekt. Der Schrauber hat 5 Drehmomentstufen von 0,05 bis 0,6 Newtonmeter, 270 Umdrehungen, LED-Beleuchtung und die gewohnte Akkuaufladung per USB-C. Die 50 mitgelieferten Bits helfen in jeder Situation, egal ob im Alltag oder bei unserem Lieblingshobby. Einer von vielen Use Cases, das Aufschrauben einer Lok, damit ich den Decoder einbauen kann. Die magnetisierten Bits helfen selbst kleinste Schrauben sauber zu setzen. Macht sehr viel Spaß damit zu arbeiten und bringt als Präzisionswerkzeug unser Hobby auf das nächste Level. Also lasst euch das gute Stück schenken oder belohnt euch auch mal selbst damit. Kommen wir nun endlich zum Stresstest. Runde 1 startet mal eher gemütlich. Wir fahren mal mit einem Zug los und schauen, was passiert. Wir fahren gemächlich mit der Dampflok Reihe 399 und ein paar Wagerl hinten dran. Beim Aufgleisen bemerken wir schon, dass sich der Schattenbahnhof zu eng anfühlt. Vor allem Gleis 1 und Gleis 2 picken zu sehr beisammen. Das ist Punkt Nummer 1, der für den Testbetrieb mal provisorisch entschärft wird, aber später noch tiefere Eingriffe braucht. Am Bahnsteig 1 fällt ein Zucken der zweiachsigen Spantenwagerl auf. Diese streifen beim Auftritt die Bahnsteigkante. Somit wird die Ecke nochmals etwas nach hinten versetzt und wieder mit Heißkleber fixiert. In Runde 2 machen wir auch schon etwas Parallelbetrieb mit ersten Zugbegegnungen
bzw. Zugkreuzungen am Bahnhof. Dabei finden wir ein zu enges Tunnelportal, an der die VS 83 etwas anstößt. Hier setzen wir zum einen nochmals ein neues Tunnelportal etwas weiter links und bearbeiten auch die Kante des Portals. Noch nicht schön, aber funktioniert erstmals. Generell überlege ich, diesen Abzweiger wieder zu entfernen. Das würde mehr Platz auf der Anlage freimachen und wirklich viel Sinn hat er ja auch nicht. Was denkt ihr dazu? Die dreiachsigen Holzwagen von Lilliput ärgern uns ganz massiv. Das klumpert, entgleist einfach andauernd. Im Vergleich zu den Vierachsern von Rocco sind diese mega instabil. Die Lösung: erstmal die mittlere Achse rausnehmen, dann geht's halbwegs. Eventuell werden diese Wagen wieder verkauft oder stehen später nur am Sägewerk rum. In Runde 3 kommt nun auch ein wenig Verschub bzw. Rangieren dazu. Die 2095 soll mit einem Holzwagen zum Sägewerk pendeln. Seit ich die Lok mal bei zu kalten Temperaturen zum Fahren gezwungen habe, hat diese massive Kontaktprobleme und der Lautsprecher knackst extrem. Leider hat sie im Vergleich zur VS 72 auch keinen Energiespeicher, was gerade im Betrieb mit Sound eher problematisch wirkt. Der Lautsprecher ist schnell getauscht. Eventuell rüste ich hier auch noch ein Powerpack nach oder besorge mir die neuere Platine von Rocco. Da ich inzwischen zweifacher Vater bin, gibt es auch noch eine zweite Geschenksidee zum Vatertag: den Fantic T1 Max Präzisionslötkolben. Mit dabei der geniale 360 Grad drehbare Aluhalter mit integrierter Schublade für die 4 mitgelieferten Lötspitzen, eine Absaugpumpe und eine Pinzette. Temperaturstufen von 200 bis 450 Grad Celsius, die LED-Beleuchtung und der USB-C zum Aufladen runden den Präzisionslötkolben ab. Die gezeigten Anwendungsfälle: Energiespeicher in eine Lok nachrüsten, Widerstand und Steckpin an LED-Laterne, Kabel an Gleis und Weiche löten und noch vieles mehr. Wenn ich zurückdenke, was das alles für ein Gewurstel mit der alten kabelgebundenen Lötstation war, super, dass es da nun so eine hervorragende Alternative gibt. In Runde 4 gehen wir jetzt mal weg von der Schiene und wechseln zum Camotion. Erst vor kurzem haben wir uns den Sattelschlepper zugelegt. Also erste Testfahrt mit altem Kibri Auflieger und diese geht wohl auch ganz schön schief.
Der Sattelauflieger schneidet die Kurven zu stark, was den Betrieb uninteressant macht. Schade, aber dann wird halt diese Art von LKW nicht unterwegs sein. Auch bleibt der LKW mal auf der Strecke hängen. Hier hat sich ein Stück alter Heißkleber in den Weg gestellt und die Räder blockiert. Nun gut, das ist schnell behoben, zeigt aber auch, wie wichtig eine saubere Straße ist. Spannend wird heute auch die Engstelle an der zukünftigen Straßenbaustelle. Dort kommen später Baustellenampeln, die per IR Mini die Fahrzeuge zum Stillstand bringen. Dies ist aktuell aber noch nicht verbaut. Glücklicherweise gibt es dort erstmals keinen Zusammenstoß. Aber wir wollen auch kein langweiliges Video machen. Also lassen wir die zweimal absichtlich frontal zusammenknallen und gönnen uns diesen Spaß. Der Worst Case in einer Timelapse zeigt, wie instabil der ganze Fahrbetrieb aktuell noch ist und wie unfassbar viel Stress dadurch für den Anlagenbediener bzw. den Fahrdienstleiter entsteht. Ja genau, das bin in diesem Fall ich. Also muss man sich noch überlegen, welche Themen lassen sich beheben und lösen, muss wirklich so viel Parallelbetrieb sein und was kann man davon automatisieren, sodass der Stress reduziert wird. Was denkt ihr? Wie würdet ihr das angehen? Wir freuen uns hier auf euer Feedback in den Kommentaren. Die Liste an Themen, die wir nun abarbeiten müssen, ist gar nicht so klein. Die Anlage ist definitiv noch nicht bereit für die finale Verkabelung.
Wir hoffen, das Video mit all seinen Erkenntnissen in ungeschönter Form gefällt euch. Ja? Dann bitte liken, teilen, hypen und unbedingt ein kostenloses Abo dalassen. So verpasst ihr keine spannenden Videos mehr vom Bau unserer kleinen H0E-Anlage. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.